den kraftfullaste auf alles Gugos, die gan mü fra Hans van Gelese unter Jorden Pferdern. Och han komma tillbaka mit all sin Kraft. Shit. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, verdammt. Was ist das? Wow! Was? Die Geschichte Aeons. Hä? Das habe ich doch noch nie gesehen. Wie kommt das dahin? What the hell? Es begab sich zu einer Zeit, in welcher die Welt noch einem einzigen dunklen Loch, erfüllt von Meeren, die sich in die karge Steppenlandschaft ergossen, glich. Die Welt war trostlos, öde, leblos. Doch an dieser einen kalten Nacht wich ein magischer Stern dem Schatten des Himmels. Dort, wo er eintraf, spritzten riesige Wellen des Ozeans auf, welche sich in der Luft verschlungen und eine Insel formten. Die Insel, die wir heute Aeon nennen, der Mittelpunkt der Magie. Bei dem Aufprall des Himmelkörpers wurden zwei Kräfte freigesetzt, das Licht und der Schatten. Diese beiden Mächte taten sich zusammen und tanzten in Form zweier Einhörner über die Erde. Alles, was ihre Hufe berührten, wurde in Leben getaucht. Zusammen schufen sie die Pferdheit, mit der sie friedlich in Körpern von Pferden lebten. Sie respektierten sie und gaben ihnen Namen, Epona und Fenris. Doch nach einiger Zeit wurde Fenris immer weiter in Eponas Schatten gestellt. Alle verehrten das Licht, was sie brachte und ausstrahlte, während Fenris, der den Schatten darstellte, von den meisten Pferden gefürchtet wurde. Dabei wollte er nur für seine Taten respektiert werden. Er wurde wütend und eifersüchtig. Nach und nach begann er nichts anderes als Hass zu fühlen, und er verwandelte sich in ein Monster in Pferdegestalt. Rachsüchtig scherte er alle Magier um sich und baute eine gewaltige Armee auf. Diejenigen, die ihm nicht folgen wollten, wurden brutal gefoltert oder gar getötet. Die Druiden, die die Insel Aeon entdeckten, versuchten ihn und seine dunkle Armee zusammen mit Epona aufzuhalten. Doch er war zu stark. Er besiegte seine Schwester und die Druiden. Fenris dunkle Schleier umhüllte alle Welt und die Zukunft erschien auswegslos. Was zum... Warte, warum steht da mein Name drauf? Alan, wenn du das hier liest, musst du wissen, dass wir sehr dringend deine Hilfe brauchen. Morgen früh wird dir das Einhorn den Weg leiten. Es wird dich zu uns führen. Hab keine Angst. Wir wollen dir nichts Böses, aber es ist wichtig. Heiliger Pferdeapfel. Okay. Drei Uhr 7? Was bin ich müde, ey. Warum muss mir das ausgerechnet passieren? Das ist doch vollkommen verrückt. Wer sind A, Z und E?
Du verdammtes Ding. Halt endlich deine Frau! Ellen, Schatz, hast du dir was getan? Oh nein, bitte nicht. Mir geht's super, Tante Kathy. Alles bestens. Oh, du bist ja wach. Ach nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Soll ich dir wirklich nicht helfen? Nö, ich bin schließlich kein Fohlen mehr. Da hast du recht. Du bist schon wieder so gewachsen. Über die eine Nacht? Ja, ich gehe dann mal Frühstück vorbereiten. Bis gleich. Als ob. Ich dachte, ich hätte das alles nur geträumt. Wie kann das bitte sein? Es gibt doch schon seit Fenris besiegt wurde keine Magie mehr. Warte. Das. Nein. Nein, das kann doch nicht. Jetzt kann ich mir wirklich nicht mehr einbilden, dass das ein Traum war. Ellen, Schatz, wo willst du denn hin? Also. Ach, ich verstehe schon. Du bist verabredet, stimmt's? Na, dann will ich dich nicht aufhalten. Ja, genau, das bin ich. Nicht. Was hast du gesagt? Gar nichts. Aber pass bitte auf dich auf. Ja, ja. Und schau auf die Ampeln. Tante Kathy, ich bin 15 und kein Fohlen mehr. Ich hab dich lieb. Ich dich auch, Tante Kathy. Bist du eigentlich des Wahnsinns? Was? Man geht, verdammt nochmal, nicht ohne etwas gegessen zu haben aus dem Haus. Hier. Und ich dachte schon, es wäre etwas Schlimmes passiert. Tschüss. Das ist auch schlimm. Was? Uah, Fly, bleib stehen, sofort. Ah! Hm? Oh, oh. Was? Oh nein, ist dir irgendwas passiert? Geht's dir gut? Das tut mir so leid. Ja. Alles bestens. Ich habe gerade voll den One irgendwie. Okay. Naja, ich muss jetzt auch weiter. Ja, ich auch. Tschüss. Tschüss.
Mhm. Hey, Ach du, was? sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Hey, alles gut, Alter. Was machst du hier? I mean, der Ort ist hier nicht gerade so... Bekannt? Beliebt? Ich denke mal, ich tue hier das Gleiche, was du hier machst. Warte, du hast auch letzte Nacht von strangen Umhangpferden geträumt und von Nebel, der sich in ein Pferd mit roten Augen verwandelt hat. Und dann hast du noch einen Brief gefunden, der an dich adressiert war, der gesagt hat, dass du heute hierher kommen musst. Bro, was geht denn bei dir ab? Woher weißt du das? Naja, du hast halt gemeint, du tust das Gleiche, was ich hier mache. Oh, schon verstanden. Warte, das heißt doch Dass wir dann... über so ein magisches Band miteinander verbunden sein müssen oder so? Ja! Wait, what? So ist es doch immer bei Fantasiegeschichten. Naja, aber wir sind hier ja in der Realität. Hast recht, aber Magie gibt es doch trotzdem. Wer bist du eigentlich? Ich bin Ellen. Troy. Und was treibst du so? Ich spiele Hufball, bin sogar Mannschaftskapitän. Ansonsten halt unendlich viel Schulkram lernen. Da hängen mir meine Eltern schwer im Widerriss. Hufball? Cool. Ich lebe bei meiner Tante. Die ist eigentlich ganz easy. Hab keine Eltern mehr. Ah, warte, was hast du gesagt? Dass ich ein Waise bin? Was? Können wir tauschen? Nein, das ist echt nicht cool. Vermisst du sie? Klar, aber ich kannte sie nicht wirklich. Ich war erst 5 Jahre alt, als das passiert ist. Und wie ist das passiert? Wurden ermordet. Von Anhänger Fenris. Während des Krieges natürlich. Sie haben beide für das Gute gekämpft. Meine Tante meint sogar, mein Vater war einer der Seals. Was zur Hölle geht bei dir ab? Aber sie erzählt sehr viel und das meiste davon ist eh übertrieben. Was ist, wenn wir davon geträumt haben, dass Fenris... Zurück ist? Wie vor 10 Jahren? Genau. Das wäre Kacke. Ja, so richtiges Kotwasser. Aber was sollen wir damit zu tun haben? Dein Vater, Bro. Der ist tot. Ja und? Vielleicht hast du's geerbt. Aber nur weil meine Tante behauptet, dass mein Vater ein Seal war, heißt das doch nicht, dass ich... Du auch einer bist? Warum wären wir sonst hier? Ach, und du hast auch magische Verwandtschaft, oder was? Das ist eine gute Frage. Ellen, Ja? siehst du auch das Blinken da im Gebüsch? Und das Einhorngedöns ist auch da oben stehen geblieben. Heißt das, wir sind hier richtig? Could be. Sollen wir da rein? Okay. Na dann mal los. Wenn du willst, kannst du ja auch vorangehen. Also eigentlich... Du kannst ruhig vorgehen. Was ist eigentlich, wenn das Ganze hier nur eine Falle ist? Dann wirst du zuerst umgebracht, während ich fliehen kann, Bro. Ernsthaft, Alter? Jo. Wann hört das hier endlich auf? Kein Plan. Licht! Was, wo, wie? Da vorne, du Dummi. Oh. Come on!
Schau mal, Rose, das klingt voll spannend. Was? Oh ja, hast recht. Ob das wohl alles stimmt? Natürlich, der Krieg vor 10 Jahren, Psst, Fly! Was machen die denn hier? Über die eine bin ich doch gerade noch auf der Straße gestolpert und das ist doch Holly aus meiner Parallelklasse. Ey, du! Also, uns hat hier so ein Sternbild hingeführt. Ich glaube, dein Vater war ein Dieb und hat dir die Sterne in die Augen getan. Hä? Wer bist denn du? Um was redest du denn da? Wow, toller Anmachversuch. Nee, aber in Ernst. Was macht ihr hier? Das mit dem Sternbild war gar nicht so falsch. Nen Brief. Und dieses Einhorn haben uns hierher geleitet. Das ist Rose und ich bin Holly. Wer bist du überhaupt? Ich bin Troy. Aha. Und du bist Alan, richtig? Hey, habe ich dich nicht gerade noch von der Straße aufgehoben? Und ihr habt auch einen Brief bekommen? Das ist strange. Voll krass. Ja, wie heißt denn eigentlich dein Hund? Und wisst ihr denn, wer AZE ist und warum unsere Hilfe benötigt wird? Sie heißt Fly. Und was zum... Wer hat das Licht ausgemacht? Hallo? Was ist das hier? What the fuck? Wollt ihr Tee? Ich habe so gut wie alle Sorten hier. Aus Evelyns Garten, versteht sich. Zara, du überrumpelst sie voll. Oh, wirklich? Oh nein, sorry, ihr Lieben. Das wollte ich nicht. Was ist hier los? Ich habe ja gewusst, dass sie den Weg hierher finden. Also, das ist ganz leicht zu erklären. Ich denke, ich erkläre das lieber. Ach, Mano. Also, wir sind Arto, Zara und Evelyn. Arto, Sarah, Evelyn. Und ihr seid Alan, Troy, Holly und Rose, die Auserwählten. Woher kennt ihr bitte unsere Namen? Schon mal was von Datenschutz gehört? Ach, Schätzchen, wir verraten doch niemandem, dass du zum Einschlafen deinen Kuschelhasen Sandy brauchst. Ey! Zara. Das böse Fenris ist zurück und wird mit aller Macht versuchen, diese Welt ins Grauen und Verderben zu tauchen. Wir sind die Sjols, diejenigen, die vor 10 Jahren mit der Macht der Magie gegen ihn gekämpft haben. Nachdem Fenris seine Schwester besiegt hatte, wählten uns die letzten lebenden Druiden aus, die Welt vor Fenris zu beschützen. Sie opferten sich und verwandelten ihre magischen Seelen in Splitter. Mit der Kraft aller 4 Seelensplitter, auch Sjelings genannt, war es uns möglich, Fenris in ein Gefängnis, in Verdan, der Unterwelt, einzuschließen. Diese 4 Sjelings waren vereint im Seelenbaum im Wald der sprechenden Bäume. Die Anhänger Fenris haben den Seelenbaum vergiftet und dadurch haben sie die Kraft aufgelöst, die diese zusammenhalten. Sie müssen wieder zusammengetragen werden, sonst ist die Welt dem Untergang geweiht. Wir wissen, dass sie auf Eljan zu finden sind, doch nicht wo. Es ist eure Aufgabe, sie zu finden und mit der gesammelten Macht den Seelenbaum wieder zu heilen und Fenris zurück nach Verdan zu schicken. Voll die Irren. Was soll das denn für eine abgefahrene Story sein? Aber... Warum genau sollen wir euch das glauben? Ich meine,
Könnt ihr dann auch beweisen, dass ihr Magie beherrscht und die seid für die euch aus? Damit wäre das wohl auch geklärt. War krass. Ich sag nichts mehr. Wie? Und wir tragen auch so eine Magie in uns? Du hast es erfasst. Wir werden euch beibringen, wie ihr eure Kräfte einsetzen könnt, um eure Aufgabe zu bewältigen und die Welt vor der schwarzen Macht zu retten. Aber warum wir? Ach, Schatzi, nicht jeder trägt Magie in seinem Herzen. Aber ihr 4 schon. Der da auch? Magie zu besitzen und sie sinnvoll einsetzen zu können, ist ein gewaltiger Unterschied. Für euch beginnt nun die Zeit des Lernens. Och nö, nicht noch mehr lernen. Wer hat denn überhaupt gesagt, dass ich mitmachen will? Ja, genau. Wer hat denn eigentlich behauptet, dass wir mitmachen wollen? Meine Eltern haben in diesem Krieg gegen Fenris ihr Leben verloren. Mein Vater war ein Seer nach meiner Tante. Hätte er dann nicht hier bei euch stehen müssen? Ach, mein Schatz. Ja, dein Vater war tatsächlich ein Siol. Er war ein Teil von uns. Er hat gekämpft und es war schrecklich, ihn zu verlieren. Aber gewiss bei weitem nicht so schrecklich wie für dich, ohne Eltern aufzuwachsen. Doch ohne ihn hätten wir keine Chance gegen Fenris und die dunkle Macht gehabt. Wir tragen ihn in unserem Herzen. Ja, nun leider ist es nicht eine Frage von wollen, sondern von müssen. Sonst ist die Welt und Eljan verloren. Wir wissen, was das für eine gewaltige Verantwortung ist. Wir haben diese lange auf unseren Schultern getragen. Nun ist es an der Zeit, dass ihr, die neuen Seols, euer Erbe antretet. Wir werden mit all unserer Kraft, unserem Wissen und Können euch zur Seite stehen. Genau! Wir treffen uns morgen zum Sonnenaufgang hier in unserem Hauptquartier. Also seid pünktlich, ihr Süßen, und bringt eure Sportsachen mit. Und dann starten wir mit Magie! Ihr schafft das schon! Das war sick. Alan, beiß mich mal. Das ist nur ein Traum, oder? Nein, Alter. Das ist real. Hä? Die alte war doch voll mit Schimmel überzogen. Und von dem anderen Knacker hat man noch nicht mal die Augen gesehen. Aber der Knacker hat schon ziemlich deutlich gezeigt, dass das kein Witz ist. Ich kann's noch gar nicht glauben. Ich bin schon wirklich gespannt, was für Kräfte die aus uns rauskitzeln wollen. Leute, ich habe gestern Nacht die Geschichte Aeons, so ein alter Schinken, unter meinem Bett gefunden. Vielleicht erfahren wir darin mehr über das, was auf uns zukommen wird. Aber fragt mich jetzt bloß nicht, wie das Buch dahin gekommen ist. Mit Magie? Das klingt gut. Ich will ungern einfach so ins Blaue hineinlaufen. Fly, warte auf uns!